Flaschen drehen ist gar nicht so einfach. In diesem Video zeige ich euch die wichtigsten Grundlagen und einige Werkzeuge, die wir hier gut brauchen. So, dann lasst uns mal das Abenteuer Flaschendrehen beginnen. Das Drehen ist ganz normal und kommentiere ich hier nicht weiter. Das ist wie bei anderen Artikeln auch. Was vielleicht sofort wichtig ist, ist die richtige Auswahl vom Ton. Ich habe es, dass meine Tonsorten sehr gern im Brand oder schon beim Trocknen innen reißen, also oben am Flaschenhals. Das kann man vermeiden, indem man schamottierten Ton nimmt. In dem Fall ist zementfein schamottierter Ton wahrscheinlich die beste Wahl, denn je mehr Schamotte enthalten ist im Ton, umso schwieriger ist der Ton auch zu drehen. Aber es ist nicht gesagt, dass euer unschamottierter Ton auch reißt. Das müsst ihr probieren. Es ist einfach nur bei mir so. Und wenn es bei euch reißen sollte, dann versucht einfach mal schamottierten Ton zu nehmen. Der erste Knöchelzug ist ganz normal. Ich muss allerdings oben jetzt nicht sonderlich einen Spannring stehen lassen. Der zweite Knöchelzug oder der letzte Knöchelzug hat schon eine kleine Besonderheit. Und zwar höre ich hier ungefähr auf dieser Höhe auf Dollar zu drücken, um eine gewisse Wandstärke beizubehalten. Denn ist die Wandung hier oben zu dünn, wird es schwierig, einen Flaschenhals zu formen, denn beim Zusammenfassen legt sich der Ton gern in Falten und man kann das vielleicht reparieren, aber es dauert einfach und ist wirklich eine unangenehme Aufgabe. Darum einfach oben ein bisschen Ton stehen lassen. Wir fangen mal an mit einfach einer gebrauchten Flasche. Und wenn ihr so die ersten 2/3 die Form fertig habt, dann macht ihr das Wasser raus. In dem Fall komme ich noch mit der Hand gut rein und kann das Wasser rausbekommen. Ich sehe zu bei den folgenden Zügen oder Handgriffen, dass ich kein Wasser weiter einführe. Aber hier kommt das erste Ding, der sogenannte Stockschwamm, das erste Werkzeug. Selbst gebaut aus einem Schweißstab und einem Schwamm. Hiermit kann ich Wasser aus dem Gefäß holen, wenn ich nicht mehr mit der Hand hineinkomme. Wenn ich das jetzt oben verjüngen möchte, mache ich den Ton mit dem Schwamm nass. Und nun nehme ich von der rechten Hand zwischen Daumen und Zeigefinger den Ton und die linke Hand umgreift auch. Und jetzt machen wir das immer enger zu. Es ist ganz gut, wenn man hier eine Geschwindigkeit wählt, die nicht zu langsam ist. Und wenn ich den Finger oben nicht hinein mache, sehe ich zu, dass ich vielleicht an 4 Punkten das verjünge und enger mache. Dass der Rand oben automatisch etwas wackelt, das ist bei Flaschen normal. Und dass hier unten gerade ein Töpferfehler passiert, das ist nicht normal. Das werden wir mal gleich korrigieren. Das passiert bei mir öfter, aber das liegt einfach daran, dass ich relativ dünn drehe bei manchen Artikeln und
Einer der Vorteile ist, wenn du irgendwann drehen kannst, wenn du Fehler berichtigen kannst, dann machst du dir nicht mehr so viel Sorgen. Wie gesagt, oben, dass der Rand wackelt, das passiert in 9 von 10 Fällen nach dem Zusammenfassen. Dann nehmen wir die Töpfernadel, legen die an den Daumen an und stechen durch, bis wir am Zeigefinger drüben ankommen. 3, 4 Umdrehungen, nicht mit einmal, und dann ziehen wir es ab, aber auch nicht mit 20 Umdrehungen. So, und jetzt sind wir fertig mit einer Flasche, wenn man nach vielen Meinungen geht, was man so auf Instagram sieht. Aber hier sind wir lange nicht beendet, sondern stellt euch vor, ihr würdet das einem Kunden als Flasche geben. Er steckt hier oben einen Korken rein und da oben ist die Flasche sehr dünn. Man würde nach 3, 4 Mal Korken reinstecken, wahrscheinlich den Rand absprengen oder würde kaputt gehen. Das ist keine Flasche. Es hat vielleicht die Ähnlichkeit damit, aber es ist keine Flasche. Ich zeige euch, wie wir es besser machen. Wir brauchen nämlich oben einen Rand, einen dicken Rand. Und das mache ich, indem ich den Ton einfach umlege und jetzt sogar umkrempele. Ihr müsst beherzt drücken, damit ihr keine Luft einschließt in diesen Rand. Und schon habt ihr hier oben eine schöne, starke Stelle als Flaschenabschluss. Und wenn man hier einen Korken hineindrückt, dann ist die Kraftaufnahme da und die Flasche wird nicht kaputt gehen. Kommen wir zum nächsten typischen Werkzeug, dem sogenannten Flaschenknecht. Die sehen so aus, das sind gebogene Holzstücken, davon kann man gar nicht genug haben. Und ich habe jetzt hier mal absichtlich einen Fehler in die Form vorhin reingedrückt. Also ich möchte diesen Rand nicht und komme jetzt nicht mehr mit der Hand dran. Und dann nehme ich also solch ein Holz und kann von innen nach außen die ungewünschte Delle wegschieben. Nehme ich außen die gerade Schiene und dann geht es. Achte dabei unbedingt hier hinten darauf, dass er über die Hebelwirkung den Hals nicht so sehr weitet. Dafür sind Flaschenknechte so gebogen und ihr müsst wirklich sehen, dass ihr das hinbekommt, dass der Flaschenknecht genau für diese Form passt. Hier oben den Flaschenhals möglichst gerade formen, nicht schräg wie ein Korken, denn wir wollen sicher gehen, dass der Korken wenigstens an einer Stelle richtig sitzt. Für den richtigen Durchmesser, schaut, ich habe hier eine Batterie mit etwas Klebeband drum oder hier ein Korken an einem Stück Metall. Man hat für die Größe, die man später haben möchte, schon bestimmte Schablonen und ich weiß, wenn das so hineingedrückt wurde, welche Größe nach dem Brand übrig bleibt, und so kann ich viele Flaschen herstellen, wo am Ende der entsprechende Korken auch passt. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache. Oftmals sieht man hier so eine Zierrand. Sieht nice aus, aber hier hätte mein Meister mich sehr geschimpft. Den macht man nicht einfach irgendwo hin, weil es einem gefällt, sondern der gehört hier nicht hin. Das ist Wischiwaschi, wie er sagte. Der gehört an die Stelle des Umschwungs. Das heißt, dort, wo die Schulter der Flasche beendet ist und der Hals beginnt, dort kann man solch eine Brille hinmachen. Hier. So. Im Grunde genommen sind wir fertig mit der Flasche. Wir können hier, das mögen immer alle gern sehen, mit der Schiene noch Zierrillen hineinmachen. Und dann wischen wir das ab. Hier oben diese Rillen mit einem ziemlich nassen Schwamm wegwischen.
Schauen nochmal über die Form. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Alles ist fertig, alles ist korrigiert und die erste Flasche ist fertig. Lasst uns jetzt noch schnell eine zweite Flasche drehen, in dem Fall eine schlanke Flasche. Ich erinnere mich gut an meine Lehrzeit, wenn sich die Lehrlinge verglichen haben in der Berufsschule, wie groß schaffst du, wie groß schaffst du. Da wollte man natürlich nicht zurückstehen und diese Art von Flaschen haben wir dann also alle gedreht und jeden Zentimeter da herausgedrückt. Aber eigentlich unglaublich, dass du im ersten Lehrjahr schon auf Höhen von 45, 50 Zentimeter kommen kannst mit solcher Art Flaschen. Es war natürlich eine große Materialschlacht. Irgendwann haben wir es auf 1 Kilo begrenzt. Aber es ist schon möglich, mit natürlich etwas Zeit dann mehr, auch als Anfänger relativ hohe Flaschen zu drehen. Und das waren auch wirklich Flaschen, die hat der Meister und die Meisterin ganz gut auf dem Markt verkaufen können. Das war natürlich als Lehrling immer eine tolle Sache. So, jetzt habe ich eine ziemlich dünne Röhre gedreht. Ich muss erstmal gucken, ob noch alles im Bild ist, in der Kamera. Gut. Ich mache das Wasser jetzt mit dem Stockschwamm raus, weil ich mit der Hand nicht mehr hineinkomme. Und jetzt ist guter Rat teuer. Wie geht's weiter, wenn ich mit der Hand unten nicht mehr hinkomme? Die Lösung ist recht simpel in dem Fall. Man kann ruhig mit der Hand hinein und oben die Flasche wieder etwas weiten. Ich komme auch so hinein, aber wäre sie jetzt zum Beispiel enger, dann könnte ich hier oben einfach mal so weit machen, dass ich mit der Hand bis dahin komme. Und ich muss jetzt die Form hier unten, wo ich dann später wirklich nicht mehr hinkomme, fertig machen und mich Stück für Stück nach oben arbeiten. Das heißt, ich mache hier unten den Zylinder fertig. Jetzt mache ich die Wandung hier nass und drücke wieder mit mindestens 3, aber eher 4, 5 Stellen ein Stück weiter und arbeite mich jetzt hier so Stück für Stück voran, um einen langen, hohen Flaschenkörper hinzubekommen. Wie bereits erwähnt, ein bisschen weiter oben kann man durchaus die Geschwindigkeit auch mal anheben, weil Fliehkräfte bei so einer Flasche nicht so sind wie zum Beispiel bei der Schüssel. Hier, wie gesagt, steht noch etwas Masse und wenn du zusammenschiebst, dann wird es noch mehr. Man kann hier durchaus mal mittendrin noch mal einen kleinen Zug machen, um die Wandung zu verjüngen. Ich zeige das nochmal hier von hier, wie die Handstellung ist, wenn ich verjünge. Ich fasse hier oben rein und ziehe, das heißt die linke Hand drückt. In dem Fall, wenn ich oben nicht hineinkomme, drückt die rechte Hand auch. Ihr müsst aber immer wieder oben so hier hineinfassen, damit ihr das ruhig bekommt. Immer wieder Wasser rausmachen, denn Wasser, was unten im Boden steht und die Flasche, die sich viel schneller drumherum dreht, wird früher oder später da unten euer Gefäß zerstören. Gerade am Anfang, wenn man länger dreht, sollte man das immer mal machen.
So, und spätestens jetzt, wo der Hals wirklich wieder eng wird, müssen wir für Formveränderung den sogenannten Flaschenknecht nehmen. Ich nehme diesmal diesen hier und kann jetzt von innen drückend alles in der Form so korrigieren, wie ich es gern möchte. Wobei diese Form absolut dankbar ist und du sehr viel mit der Kammschiene von außen machen kannst. Zumindest alles, was herausschaut, also mit der Kammschiene reindrücken. Formen wir also erneut einen Hals. Nicht oben vom Wackeln einschüchtern lassen. Wie gesagt, das passiert so gut wie bei jeder Flasche. Den Wackler schneiden wir weg. Und ich mache gleich oben den Rand fertig. Umschlagen, andrücken und vielleicht sogar 1,5 Mal umschlagen und von unten einfach nochmal einen kleinen Zug und mit dem kleinen Finger bis unter den Rand drunter gehen, damit er einen schönen Abschluss bekommt. Ich zeige es euch nochmal aus dieser Perspektive. Wir schneiden erst ab. Und ich lege den Rand oben um. Einfach wirklich vorstellen, dass man vermeiden muss, hier Luft einzuschließen. Und von unten dann mit dem Finger den Rand ordentlich zum Abschluss bringen. Ich prüfe, ob der Durchmesser dann oben passt, in dem Fall hier mit meiner Batterie. Ja, ist korrekt. Sehe zu, dass ich nochmal alles gerade fertig mache und verändere ab hier oben den Durchmesser eigentlich nicht mehr. Jetzt mache ich eigentlich nur noch ein paar optische Arbeiten. Ich definiere hier den Umschwung von Schulter zum Hals und ja, kleine optische Änderungen, wo ich hier und da noch was sehe. Die Rille oben in den Hals hinein und wir sind mit der Flasche fertig. Ihr könnt mir sehr gern mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es auch hinbekommt und vor allen Dingen, was mich sehr interessiert, welche Kamerastellung ist eigentlich für euch nützlicher. Ich versuche immer noch zu experimentieren, wie man die Hände besser sehen kann, aber im Grunde genommen sollte alles so hinhauen. Ja, das war's mit der Flasche. Probiert euch aus. Ich hoffe, ihr berücksichtigt den einen oder anderen Tipp und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie wir das ein oder andere Werkzeug selber machen können.